Im Land Brandenburg werden täglich neue Spuren der Vergangenheit entdeckt, wird flächendeckend ausgegraben, werden Bodendenkmale gesichert und auch Schätze geborgen. Der Rückblick über die Grabungsbesuche 2019 beginnt in einer Zeit vor rund 8000 Jahren. Großfredenwalde in der Uckermark, ein kleines Dorf mit großer Geschichte. Neben dem Dorf der Weinberg, die höchste Erhebung weit und breit. Als archäologisch bedeutsam ist er seit 1961 bekannt. In dem Jahr fand man eine Bestattung aus dem Mesolithikum. Inzwischen sind es 8. Eine davon soll nun als Block geborgen werden von Studenten der HTW Berlin, die hier mit dem Brandenburgischen Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege kooperiert. Wir haben das jetzt in der Fläche freigelegt, haben die Grabgrube in ihren vollen Ausmaßen auch erkennen können. Wir haben, so wie wir das kennen aus dieser Zeit, diese starke rötliche Verfärbung innerhalb der Grabgrube sehr schön sehen können. Und da, wo es besonders intensiv rot wurde, kamen dann tatsächlich auch jetzt die Knochen zum Vorschein. Und in dieser Situation haben wir dann auch die Arbeiten gestoppt und haben gesagt, das soll jetzt eingepackt werden und dann eben später im Innendienst weiter freigelegt werden. Bevor die Bestattung transportfähig ist, wird sie fachmännisch verpackt. Das nennt man eine Blockbergung. Thomas Schenk hat schon einige Blöcke geborgen, trotzdem ist er etwas angespannt. Wer hat einen Taschenrechner oder ein Smartphone mit? Weil als wir das Baby damals eingepackt hatten, da guckte an der Seite ein Stein raus. Und da waren wir aus Versehen mit der Kiste aufgesetzt. Und so locker wie das da unten ist, das Sediment bricht gleich eine ganze Scholle weg. Vorsicht ist angesagt und auch Genauigkeit. Während die Ausgräber den Block vorbereiten, zimmern andere Studenten eine Holzkiste. Sie wird später über das Grab gestülpt. Mit Bodenbrettern versehen, kann der Block dann herausgehoben und abtransportiert werden. Bei einer Grabung im Jahr 2014 in Kooperation mit der Universität Kiel konnten hier bereits 3 Bestattungen freigelegt werden, darunter der Schädel eines Mannes, der im Sitzen bestattet wurde. Knochen und Beigaben waren sehr gut erhalten und sind rund 8000 Jahre alt. Wenn ein menschlicher Körper 8000 Jahre im Boden liegt, in saurer Umgebung, dann sind die Knochen in der Regel weg. Hier haben wir aber eine natürliche Kalksteinrollierung, wenige Zentimeter unter den Gräbern, sodass das Umfeld mit Kalk gesättigt ist und nicht sauer, sodass wir eine vergleichsweise gute Knochenerhaltung haben. Man sieht jetzt hier ganz gut die Schädelpartie in dem Bereich. Ja, das Ganze ist eingebettet in dieser rötlich verfärbten Erde. Das ist also geradezu typisch für mesolithische Bestattung, ja, dass man also dieses rote Farbpulver in diese Gräber mit reingestreut hat. Das heißt, wir decken das jetzt mit Sand und Folie ab. Dann haben wir eine klare Trennschicht, müssen das so auffüllen, dass eben keine Hohlräume bleiben, damit nachher beim Transport sich auch nichts lösen kann. Es ist nicht die erste Bestattung, die in dieser Grabungskampagne gefunden wird. Das macht den Fundplatz so spannend für Archäologen, wirft aber auch immer wieder ganz neue Fragen auf. Wir haben 2 weitere Gräber gefunden, die wir so gar nicht erwartet hatten, die deutlich jünger sind, wahrscheinlich mindestens 3000 Jahre jünger sind als die Gräber, die wir eigentlich gesucht haben. Was uns aber zeigt, dass der Weinberg hier bei Großfredenwalde doch offensichtlich über einen sehr viel längeren Zeitraum als Bestattungsplatz immer wieder aufgesucht worden ist. Die ältesten Bestattungen stammen von Jäger- und Sammlergruppen und reichen zurück bis in die Zeit, als in Brandenburg die ersten Bauern eingewandert sind. Und dann gibt es noch viel jüngere Gräber. Dazwischen liegen über 3000 Jahre. Hier scheint ja immer wieder vereinzelt über mehr als 1000 Jahre Menschen hergekommen zu sein, um zu bestatten, in einer Zeit, in der die Bestattung noch nicht die Regel war, sondern etwas Besonderes. Und dem wollen wir so ein bisschen auf die Spur kommen. Welche Menschen waren das hier? Wie haben sie gelebt? Wie haben sie sich ernährt? Und da ist dieser Fundplatz was ganz, ganz Außergewöhnliches. Hoch über dem Gelände liegt das Plateau mit seinen Gräbern. Der älteste Bestattungsplatz in Brandenburg, vielleicht sogar in ganz Mitteleuropa. Und da die Knochen so gut erhalten sind, erhoffen sich die Forscher Antworten auf lange unbeantwortet gebliebene Fragen.
Wir sind zeitlich eigentlich ganz nah dran an dieser Zeit, wo die Bauern hier eingewandert sind. Und die große Frage, die hier eben mitschwingt bei diesem Bestattungsplatz ist, sind diese Gruppen in Kontakt gekommen? Ja, also die alte einheimische Bevölkerung, Jäger, Sammler, Fischer mit den einwandernden Bauernkulturen. Ist es dort vielleicht zu Kontakten, zu Vermischungen vielleicht sogar gekommen? Alles das ließe sich eben über die Genetik nachweisen. Inzwischen ist das Grab vorbereitet und alles gut verpackt. Die letzten Bodenbretter werden montiert. Bange Sorge bei den Studenten, die hier zum ersten Mal an einer Blockbergung beteiligt sind. Wird die Kiste halten und den Transport nach Berlin überstehen? Da der Block zwischen 400 und 500 Kilogramm wiegt, kommt der Pächter des Geländes mit dem Traktor zu Hilfe. Gegen 18 Uhr ist es endlich soweit. Im ersten Gang geht es Richtung Autobahn. Man darf gespannt sein, ob die Laborergebnisse die hochgesteckten Erwartungen erfüllen. Eichwerder, ein sogenanntes Neudorf, entstanden vor rund 250 Jahren, als das Oderbruch trockengelegt wurde. Als 2016 die Ortsdurchfahrt erneuert werden soll, kommen die Archäologen ins Spiel. Seitdem sind der Dorfgeschichte mehrere unerwartete Kapitel hinzugefügt. Heute ist es eine Bestattung, die das Dorf noch einmal tausende Jahre älter macht. Auf 3 drücke ich, ja? Und wir ja. 1, 2, 3. Dem ersten Anschein nach ist die Knochenerhaltung der Blockbergung gut. Das ist jetzt die Befundzeichnung. Hier sehen wir den Schädel nochmal. Hier mit dem Unterkiefer. Da ist der rechte Arm, da ist der linke Arm. Das Dunkle hier ist die Erde aus der Grabgrube, dieses Humose, was den Leichnam hier umgab. Und hier haben wir diesen rostroten Bereich, der womöglich auch mit der Bestattung in Verbindung steht. Ganz klar eine in situ befindliche Hockerbestattung auf der rechten Seite. Und die wenigen Werkzeuge, die wir bislang aus dem Befund haben, deuten auf eine steinzeitliche Zeitstellung hin. Wahrscheinlich war es ein Mann, der hier vor 6.000 bis 8.000 Jahren seine letzte Ruhe fand. Bevor die Ausgrabungen begannen, hätte niemand im Dorf gedacht, dass sich die Siedlungsspuren bis in die Steinzeit zurückverfolgen lassen. Doch einigen Dorfbewohnern ist der Preis der Erkenntnis zu hoch. Lange schon dauern die Ausgrabungen an. Es ging auch ziemlich zügig voran, bis dann diese archäologischen Funde kamen, was uns alle sehr erstaunt hat, wie viel hier gefunden wurde und vor allen Dingen, was gefunden wurde. Negativ ist, dass es eben schon so lange dauert und die Bürger eben Umwege in Kauf nehmen müssen, wenn sie zur Arbeit fahren. Und auf Dauer sind sie ganz schön genervt, aber ich denke, die längste Zeit hat es gedauert. Und im nächsten Jahr wird unsere Straße fertig und dann freuen sich alle über die schöne neue Straße. Die bereitet der Grabungsleiterin Sorgen, hat sie doch nicht mehr mit weiteren Sensationen gerechnet. Ein neuer Befund gibt neue Rätsel auf. Direkt an der Stelle, wo die Bestattung liegt, finden sich auch Reste eines großen Bauwerks aus der älteren Eisenzeit. So alte Architektur hat hier niemand vermutet. Nun wird die Dorfgeschichte sicher noch einmal umgeschrieben. Wir haben hier die Reste eines Durclasstores entdeckt und graben das seit einigen Wochen aus. Das Tor ist in der Eisenzeit entstanden, und zwar in der Stufe Göritz I. Und es bestand über die gesamte Dauer der Siedlung. Am Ende der Siedlung fand jedoch ein Brand statt. Der Brand fand besonders im Innern der Siedlung statt und das Tor scheint noch erhalten geblieben zu sein. Guck mal hier, siehst du, das ist keine Scherbe, sondern das ist verbrannter Lehm. Man sieht hier so ein großes Blockbaufragment, an dem sich hier die Abdrücke der einzelnen Stämme vom Blockbau erhalten haben. Die Fugen zwischen den einzelnen Stämmen wurden verstrichen mit Lehm. Dieses wurde auch geglättet hier im oberen Bereich. Das Interessante ist, dass das alles so verbrannt ist, dass das sich sehr gut gehalten hat. Und sogar
die Brandlehmstücke und die Keramikstücke zum Teil verschlackt sind aufgrund der hohen Hitzeeinwirkung. Ob das Dorf durch Unachtsamkeit niederbrannte oder nach einem Überfall angesteckt wurde, versuchen die Archäologen zu klären. Von der eisenzeitlichen Toranlage finden wir im Wesentlichen tiefe Fundamentgraben, so wie wir sie hier im Profil erkennen können. Die werden nach unten immer fleckiger und flauer, aber wir finden eben auch ganz deutlich diese kräftigen Pfosten wie hier und hier. Und die gehören zu diesem Tor, wie auch die ganze Fläche hier in diesem Bereich der Toranlage zuzuordnen ist. Die Anlage ist rund 2500 Jahre alt. Schon damals verlief die Straße direkt durch die wahrscheinlich stark befestigte Siedlung mit einem zwingerartigen Tor. Das wissen die Archäologen. Bei einer früheren Kampagne wurden Teile des dreifachen Wallgrabensystems freigelegt. Die Befunde zeigen, das Torhaus hatte 2 Tore, war 10 Meter lang und ungefähr 7,50 Meter breit. Ähnliche Bauwerke kennt man aus Süddeutschland. In Brandenburg ist nichts Vergleichbares bekannt. Eichwerder ist ein Fundplatz hier an der Oder im Überflutungsbereich. Aber dieser Fundplatz muss über längere Zeit sehr trocken gewesen sein. Wir haben hier folgende Top-Highlights an Befunden. Wir haben einen Salzsiedeofen aus der Eisenzeit. Wir haben ein schnurkeramisches Grab mit Hausbefund. Wir haben mindestens 16 Hausgrundrisse aus der Eisenzeit. Es ist eine eisenzeitliche Befestigungsanlage mit Toranlage ergraben. Und das lässt eigentlich darauf schließen, dass wir hier also einen mehrphasigen Fundplatz haben, der im Laufe der Zeit immer höher aufgewachsen ist. Und wir haben eine wunderbare Stratigraphie seit der Steinzeit bis in die frühe Eisenzeit. Alle Befunde weisen auf einen zentralen Ort im Oderbruch. Niemand konnte ahnen, was Holzkohle, Knochen und Scherben alles verraten. Und würde die Straße ohne archäologische Untersuchung gebaut, wüsste auch niemand, wie alt und bedeutend Eichwerder einst war. Ein Samstagmorgen im Ruppiner Land. Aus ganz Brandenburg kommen ehrenamtliche Helfer der Landesarchäologie, um einen neuen Fundplatz zu untersuchen. Altbekannte Gesichter, Menschen, die sich alle mit Leidenschaft engagieren. Einige haben Schätze entdeckt, die durch die Presse gingen. Diesmal sind es Münzen aus der späten Slawenzeit. Karl Puppa hat die Silbermünzen gefunden und eingemessen. Nun soll nachuntersucht werden. Dafür wurde das Team zusammengestellt. Unter Anleitung von Felix Biermann und Thomas Kersting bereiten sich alle auf die Suchaktion vor. Bevor die Metalldetektoren zum Einsatz kommen, werden die Funde besprochen und Erfahrungen ausgetauscht. Das Highlight sind die 37 Silbermünzen aus dem Mittelalter. Die werden Hochrand- oder Randpfennig genannt, die man eben deshalb so nennt, weil sie so einen hochkant ausgeprägten Rand haben. Letzte Einweisungen, bevor es ins Gelände geht. Eine Gruppe wird den Fundort der Münzen untersuchen, während die anderen das weite Gelände prospektieren. Doch wie wurde die Stelle überhaupt entdeckt? Zum Anfang sind wir hergefahren, weil ich gesagt habe, hier liegen Scherben. Und Scherben sind immer ein guter Anhaltspunkt, dass hier eine Siedlung war. Oder ja, sind wir halt hier hergefahren, ausgestiegen und halt losgelaufen. Und da hinten kam dann die erste Münze und einen halben Meter daneben kam die nächste. Und dann kamen halt die ganzen alle darunter. Auch wenn es anders aussieht, die Prospektion verläuft nach Plan. Jeder kennt seine Aufgabe und so dauert es nicht lange bis zu den ersten Funden. Was unscheinbar aussieht, ist ein wichtiger Hinweis. Dann finden sich weitere Spuren, die auf einen nicht bekannten Siedlungsplatz deuten. Also es sieht gut aus, denn es kommt dieses Grubenmaterial und wenn man jetzt hier rüber geht, explodiert das Gerät förmlich und zwar auf der ganzen Fläche, was dafür spricht. Also einen habe ich schon gefunden gerade,
aber der war es nicht alleine. Könnte sein, dass also eine Siedlungsgrube hier drunter liegt und dass der Schatz in der Grube liegt oder lag. Die Entscheidung ist getroffen. Schnell ist eine Grabungsfläche abgesteckt. Auf 4 mal 4 Metern wollen die Archäologen untersuchen, ob weitere Siedlungsbefunde zu erkennen sind. Das Team ist eingespielt. 15 andere Fundplätze wurden schon untersucht. Den engagierten Helfern geht es um mehr als nur darum, einen Schatz zu finden. Man darf nicht vergessen, es geht um historische Forschung. Das ist das, was wir Archäologen machen. Wir suchen eben die materiellen Quellen. Und da ist es in der Tat so, dass solche Schatzniederlegungen ja immer etwas widerspiegeln, eine Situation in der geschichtlichen Epoche, jetzt hier im 11., 12. Jahrhundert. Das hat mit Herrschaft zu tun, das hat mit Wirtschaft zu tun, mit Austausch, mit Handel. Sklavenhandel spielt auch eine Rolle. Und das sind die Themen, die uns hier interessieren. Es geht uns nicht nur um das Silber und die schönen Münzen, sondern es geht einfach um die Geschichte, um die Menschen, um die Leute, die hier gewesen sind. Und die haben Spuren hinterlassen, die nun freigelegt werden. Durch die Landwirtschaft wurde der Münzschatz weit im Gelände verteilt. Jetzt finden die Archäologen die Stelle, an der er vor über 900 Jahren im Boden vergraben wurde. Also wir haben im Augenblick jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da liegen 2 übereinander, direkt 8 in einer Ballung. Und es piept überall noch an verschiedenen Stellen. Also wir sind auf jeden Fall im Kern des Schatzes. Und es sieht im Augenblick so aus, eine größere Kulturschicht oder sehr große Grube mit ja, recht viel slawischer Keramik, gebrannten Lehm. Hinter mir scheint so eine Art Ofen sich abzuzeichnen. Immer mehr Münzen werden freigelegt. Kommt da wieder inne? Dann ein ganz anderer Fund, etwa 20 Meter vom Münzhort entfernt. Ja, ist ja ganz ausgezeichnet. Kegelstachelsporen, ich denke aus dem 12. Jahrhundert. Und das eben ja, weist letztlich auch eine soziale Elite in der Siedlung nach. Und das passt natürlich sehr zu dem Fund, den wir hier, also zu einem Schatzfund, dass wir also so etwas hier finden. Also ganz wunderbar. Am Ende des Tages wird allen klar, dass sie eine Siedlung gefunden haben, die vorher unbekannt war. Und die Ausgräber wissen nun auch, was mit den Münzen geschah. Es sieht im Augenblick so aus, als wenn mitten in der Siedlung, innerhalb einer solchen Hausstelle, innerhalb eines Gebäudes dieser Schatz niedergelegt worden ist um 1060, 70. Und das ist natürlich auch interessant, weil es eben uns eigentlich das gesamte Material, was wir aus dieser Grube bergen, wird damit datiert. Und das ist eben für die schwierige Datierung der spätslawischen Keramik sind sowas immer Fixpunkte. Die Nachuntersuchung am Fundplatz in Busko ist ein voller Erfolg. Neben den Münzen zeigen Siedlungsspuren wie Keramik, organische Reste und Bestandteile von Ausrüstung und Tracht etwas vom Leben im Mittelalter. Die Neuentdeckung ergänzt die Reihe der Fundorte am schönen Ruppiner See. Ein slawischer Burgwall befindet sich gleich nebenan. Der ehemalige Grenzübergang Dreilinden ist fast jedem Bundesbürger bekannt. Aber nur wenige wissen, was sich hier während des Zweiten Weltkrieges abgespielt hat. Ganz in der Nähe befand sich ein Rüstungsbetrieb, dessen Reste Matthias Antkowiak seit fast 20 Jahren ausgräbt. Das sind hier die Reste der ehemaligen Boschwerke Dreilinden. Das war ein Rüstungsbetrieb, der hier von 1936 bis 1945 Teile für die Luftwaffe hergestellt hat, mit einem angeschlossenen Zwangsarbeitslager, wo 3.500 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter untergebracht waren. Ich arbeite hier seit 2003 an der Dokumentation dieses Geländes, bin also eben seit mehr als 20 Jahren im Grunde mit diesem Ort verbunden. Zurzeit wird der letzte Abschnitt des Boschwerks bearbeitet, freigelegt und das dokumentieren wir hier. Wie groß das Gelände war, wird im Luftbild deutlich. Unmittelbar nach dem Krieg wurde das Werk demontiert und die großen Werkhallen gesprengt. Der Betrieb geriet in Vergessenheit, bis der Kleinmachnauer Hans Mach ihn wieder entdeckte und Matthias Antkowiak mit den Untersuchungen begann. Inzwischen kennt er das Gelände wie kein zweiter, hat in Archiven geforscht, Zeitzeugen befragt und alte Luftbilder ausgewertet.
Ja, wir haben hier ein Luftbild von 1945 von den Amerikanern aufgenommen, von dem gesamten Werksgelände und dem Zwangsarbeitslager, was hier angeschlossen war. Und man sieht jetzt hier eben sehr schön, wie diese Fabrik in diesem Waldstück gebaut wurde, ne, mit diesen Schettdächern, die sind getarnt. Also es ist ja eine sogenannte Schattenfabrik, ein Rüstungsbetrieb, der vor den Toren Berlins angesiedelt wurde, schon aus tarntechnischen Gründen, weit im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges. 1934 begannen die Planungen für die Fabrik, die ab Kriegsbeginn um das Zwangsarbeiterlager erweitert wurde. Die 3 Linden Maschinenbau GmbH war eine Tarnfirma der Robert Bosch AG zur Produktion von Anlassern für Flugzeuge. Am Ende des Krieges schufteten hier 5000 Menschen, 3500 davon unter Zwang, unter ihnen 800 polnische Frauen aus dem KZ Ravensbrück. Das ist eine Tür, hier eine Luftschutztür von dem Keller. Und hier sehen wir jetzt dann den Keller dieser Halle. Es sind 4 Meter tatsächlich noch erhalten. Die Keller waren ja Produktionsort, aber gleichzeitig auch Luftschutzraum, natürlich für die Leute, die in den Hallen gearbeitet haben. Und nach 1945 sind die Hallen gesprengt worden. Man sieht da unten dann dieses große Sprengloch tatsächlich und den Riss, der sich da horizontal durch die ganze Wand zieht. Letztendlich wurden die Hallen dann, oder die Keller, mit dem Schutt der Hallen verfüllt und sind so noch im Boden vorhanden. So sehen Funde aus, die 75 Jahre lang im Boden lagen. Werkzeuge, Teile von Elektromotoren und andere Hinweise auf das Leben im Rüstungsbetrieb. Dann haben wir hier solche kleinen Deckel aus Porzellan mit diesem Bosch-Logo tatsächlich drauf. Und schön eben der Bosch-Anker, der ja heute immer noch Bestandteil des Bosch-Designs ist. Herr Kersting, wir haben also hier mal ein kleines Fundspektrum. Dann haben wir hier eine Tasse von der Manufaktur Hutschenreuter, im oberen Bereich, genau, vom Amt Schönheit der Arbeit mit dem Hakenkreuz und dem Zahnradkranz der Deutschen Arbeitsfront, und dieses Amt hat halt Kantinen ausgestattet. Das ist jetzt ein Löffel aus der Kantine auch offensichtlich, und interessant ist besonders hier, dass hier eine Nummer eingeschlagen ist. Das ist also einer der ersten Nachweise hier auf dem Werksgelände für die Zwangsarbeiter, die hier arbeiten mussten. Die Ausgrabung hier in Kleinmachnow bei den Bosch-Werken ist schon was Besonderes, weil wir ja das erste Mal einen Werksstandort, einen Fabrikstandort dokumentieren, der mit einem Zwangsarbeiterlager in Zusammenhang steht. Hier für Kleinmachnow ist ja, wie gesagt, die große Ausstellung geplant. Kleinmachnow plant auch ein eigenes Heimatmuseum. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann dort auch ein sehr großes Interesse besteht, dass einige dieser Funde dann eben auch dort gezeigt werden. Diese Funde spiegeln etwas von der sprichwörtlichen Banalität des Bösen, das auch in Kleinmachnow seine Spuren hinterließ. Durch die Archäologie können diese letzten Zeugnisse der NS-Gewaltherrschaft wiederentdeckt und dauerhaft sichtbar gemacht werden. Ab Herbst werden sie im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel zu sehen sein.